Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute zeige ich dir, wie du diese Decke häkeln kannst. Meine Decke ist ca. 72 x 88 cm groß und eignet sich wunderbar als Babydecke oder auch als Hundedecke. Man kann sie aber auch größer oder kleiner häkeln. Ich kann sie mir auch sehr, sehr gut als Bettüberwurf vorstellen. Oder wenn ich mir unsere Couch so anschaue, würde genau diese Decke mit genau diesen Farben herrlich dazu passen. Und weil ich gerade bei den Farben bin, der ein oder andere hat die Agavefarbe sicherlich erkannt, denn damit habe ich meine letzte Babydecke und auch schon die Babymützen gehäkelt. Die Links zu diesen Videos stelle ich dir gerne in die Videobeschreibung. Und falls es dir schriftlich lieber ist, die Anleitungen gibt es übrigens auch in schriftlicher Form. Und auch sonstige Infos stelle ich dir wie immer in die Videobeschreibung. Also hol dir schnell noch etwas Wolle und deine Stricknadeln und dann kannst du gleich mit mir mithäkeln. Oder du häkelst einfach an deinem Projekt weiter und hörst mir in der Zwischenzeit einfach nur so zu. Gut, dann fangen wir gleich einmal an. Für meine Decke habe ich 108 Luftmaschen gehäkelt. Damit du mir aber nicht einschläfst, werde ich hier nur ein kleines Probestückchen häkeln. Dafür werde ich um die 20 bis 30 Luftmaschen anschlagen. Auf alle Fälle sollte es eine gerade Luftmaschenanzahl sein. Wenn du langsamer häkelst als ich, kannst du jetzt auch nur 20 Luftmaschen häkeln. Wenn du schneller bist als ich, gerne auch 30. In der ersten Reihe werde ich jetzt alles feste Maschen häkeln und danach beginne ich erst mit dem Häkelmuster. Ich lasse die erste Masche aus und dann häkle ich in jede Masche eine feste Masche. Dafür steche ich übrigens in das hintere Maschenglied. Also auslassen und eine feste Masche. Ich weiß, das ist etwas friemeliger, aber dann sieht die untere Kante einfach etwas besser aus. Eine Luftmasche umdrehen. Diese Luftmasche lasse ich aus. Ich häkle nun in die erste und zweite Masche jeweils eine feste Masche. Bis vor die letzten zwei Maschen mache ich nun immer eine Luftmasche, lasse unten eine Masche aus und häkle in die nächste Masche eine feste Masche hinein. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine feste Masche. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen, eine feste Masche.
Noch einmal geht es sich hier aus, eine Luftmasche, eine Masche auslassen und eine feste Masche. Eine Masche ist noch übrig, ich häkle eine feste Masche hinein. Und so sieht das nun aus. Nach den festen Maschen habe ich so kleine Luftmaschenlücken gehäkelt. In diese Luftmaschenlücken häkle ich nun in der nächsten Reihe übrigens meine Clustermaschen hinein. Zwei Luftmaschen, umdrehen. Diese zwei Luftmaschen lasse ich aus und häkle in die erste Masche ein ganzes Stäbchen hinein. Ich mache nun eine Luftmasche. Die feste Masche unten lasse ich aus, danach kommt eben meine Luftmaschenlücke und in diese Luftmaschenlücke häkle ich meine erste Clustermasche hinein. Eine Clustermasche besteht aus 3 halbfertigen ganzen Stäbchen. Ich zeige es dir gleich vor. Einen Umschlag, einstechen. Ich hole mir den Faden holen und durch 2 ziehen. Und nun stoppe ich wiederhole das gleiche noch einmal, einen Umschlag, Faden holen und durch 2 ziehen. Ich stoppe wieder und wiederhole das ein drittes Mal. Und durch 2 ziehen. Jetzt hole ich mir den Faden und ziehe ihn durch alle 4 Schlaufen von der Nadel. Meine erste Clustermasche ist fertig und ich mache bis zum Schluss eine Luftmasche. Lasse unten die feste Masche aus und häkle in die Luftmaschenlücke eine Clustermasche hinein. Eine Luftmasche und unten in die Lücke eine Clustermasche. Eine Luftmasche und unten in die Lücke eine Clustermasche. Ein letztes Mal eine Luftmasche und unten in die Lücke eine Clustermasche. Eine Luftmasche, eine Masche auslassen und in die letzte Masche eine Zweier-Clustermasche hinein. Also nicht 3 wie bisher immer, sondern nur 2. Also einen Umschlag. Einmal durch 2 und wieder einen Umschlag. Einmal durch 2. Du siehst, hier sind nur 2 halbe Stäbchen drauf und dann durch 3. Und diese 2 letzten Reihen wiederhole ich übrigens, bis die Decke groß genug ist. Ich zeige es dir noch einmal, denn die nächste Reihe sieht minimal anders aus, da es jetzt Lücken gibt.
eine Luftmasche, umdrehen. Am Anfang und am Ende dieser Reihe kommen immer 2 feste Maschen hinein. Meine erste feste Masche kommt in die erste Masche und meine zweite feste Masche in diese Lücke. Die Luftmasche lasse ich natürlich aus. Eine feste Masche. Und noch eine feste Masche. Ich mache nun eine Luftmasche, lasse diesen Cluster aus und häkle in diese Luftmaschenlücke eine feste Masche hinein. Und genau das mache ich nun bis zum Ende der Reihe. Eine Luftmasche und in die Lücke eine feste Masche. Eine Luftmasche und in die Lücke eine feste Masche. Ein letztes Mal eine Luftmasche und in die Lücke eine feste Masche. Wenn wir uns den Anfang der Reihe jetzt genau einmal anschauen, sind hier 2 feste Maschen nebeneinander und genau so soll es auch am Ende der Reihe aussehen. Hier in der Lücke ist bereits eine feste Masche, deswegen mache ich jetzt in die nächste Masche meine letzte feste Masche hinein. Diese Wendeluftmasche habe ich übrigens als Teil meiner Clustermasche gerechnet. Also hier. Und jetzt kommt wieder die Reihe mit den Clustermaschen. 2 Luftmaschen, umdrehen, in die erste Masche ein ganzes Stäbchen. Und bis zum Schluss häkle ich wieder eine Luftmasche und in die Lücke eine Clustermasche. Nach der letzten Lücke mache ich noch einmal eine Luftmasche, lasse eine Masche aus und in die letzte Masche häkle ich eine Zweierclustermasche hinein. Bevor ich dir die letzte Reihe nun zeige, zeige ich dir noch schnell, wie ich den Farbwechsel gemacht habe. Ich habe meinen Farbwechsel immer in der Reihe mit den festen Maschen gemacht. Ich mache jetzt die Clustermasche nochmal auf, weil ich die schon mit der neuen Farbe beenden werde. Ich halte mir die neue Farbe einfach so dazu und ziehe die neue Farbe durch. Und jetzt verknote ich den Anfang und das Ende vom Garn. Jetzt kann ich mit der neuen Farbe gleich weiter häkeln. Die Reihe mit den festen Maschen ist ja dran.
und danach kommt wieder eine Reihe mit den Clustermaschen. Und diese 2 Reihen wiederholst du eben, bis deine Decke groß genug ist. Meine Maße findest du in meiner schriftlichen Anleitung oder in der Videobeschreibung. Ich höre mit einer Clusterreihe auf und danach häkle ich noch einmal eine Reihe mit nur festen Maschen. Ich mache eine Luftmasche, umdrehen, die Luftmasche auslassen, in die erste Masche eine feste Masche, in die Lücke eine feste Masche, in die nächste Masche eine feste Masche, in die Lücke eine feste Masche und so geht es weiter bis zum Ende der Reihe. Ich mache jetzt wieder gleich viele feste Maschen wie in der ersten Reihe. In die letzte Lücke nochmal eine feste Masche und danach kommt unsere letzte feste Masche der Reihe. Und jetzt kannst du deine Decke noch mit festen Maschen umhäkeln. Dafür arbeite ich in jede feste Masche eine feste Masche hinein, an den 4 Ecken. Da kommen jeweils 3 hinein und an den 2 Seiten mache ich jeweils 2 feste Maschen in die Clusterreihe und eine in die Reihe mit den festen Maschen. Also in jeden dieser Blöcke mache ich 3 hinein. 1, 2 und 3. Ich beginne hier am Ende, drehe vorher aber noch um. Ich bilde mir einen neuen Anfangsknoten. Hier einstechen. Und ich häkle jetzt in jede Masche eine feste Masche hinein. Und bevor ich dir dann die nächste Runde mit dem Abschlussmuster zeige, sage ich jetzt schon einmal vielen Dank fürs Mitmachen. Wenn dir das Video geholfen hat, würde ich mich freuen, wenn du dieses Video teilst. Auf Facebook, per WhatsApp, auf Pinterest, in deinem Blog oder sogar in einem Video. So können nämlich auch andere Leute dieses Video finden. Also du hilfst mir wirklich damit weiter, wenn du das Video jetzt teilst. Und hier ist unsere Ecke. Hier häkle ich gleich 3 feste Maschen hinein. Weiter geht es mit festen Maschen. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Wie du siehst, ich häkle in jeden dieser Blöcke jeweils 3 feste Maschen hinein und ich häkle weiter bis zur nächsten Ecke. Da häkle ich wieder 3 feste Maschen hinein. Dann wieder in jede feste Masche eine feste Masche, in die Ecke wieder 3, dann wieder 3 feste Maschen pro Block. Und jetzt bin ich wieder am Ende angekommen. In die erste Masche habe ich nur eine feste Masche hineingehäkelt. Das ist meine Eckmasche und da hinein gehören eigentlich 3 feste Maschen. Ich mache noch 2 weitere hinein.
Ich schließe die Runde mit einer Kettmasche. Das ist jetzt die Kettmasche und dahinter liegt übrigens die erste Masche der letzten Reihe. Diese erste Masche der letzten Reihe lasse ich jetzt aus. Ich mache eine Luftmasche und in jede Masche kommt jetzt eine Luftmasche mit einer Kettmasche dazwischen. Eine Kettmasche, eine Luftmasche, eine Kettmasche, eine Luftmasche, eine Kettmasche, und zum Schluss mache ich noch einmal eine Kettmasche. Hier ist meine letzte Kettmasche, dann habe ich noch eine Luftmasche gemacht. Da hinein kommt meine Häkelnadel jetzt nicht, deswegen gehe ich in die nächste Masche und mache da meine letzte Kettmasche und schließe somit die Runde, schneide den Faden ab und ziehe ihn durch. Vielen Dank fürs Mitmachen, vielen Dank für deine Unterstützung und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Andrea.